Willkommen zu einer neuen Folge von Strick mit Calypso. Ich freue mich sehr, wieder da zu sein. Ich habe nämlich schon seit ein paar Wochen kein Video mehr aufgenommen, ganz einfach, weil ich keine Zeit hatte und gar nicht so viel gestrickt habe. Aber trotzdem habe ich ganz viel für euch mitgebracht heute und möchte ganz viel mit euch teilen. Ich heiße Calypso und ich stricke schon seit 20 Jahren. Es ist mein Lieblingshobby, so wie bei vielen von euch. Und ja, es ist Samstag früh. Ich hatte in letzter Zeit, konnte ich nicht so viele Videos aufnehmen und auch gar nicht so viel stricken, weil ich viel gearbeitet habe. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Ich freue mich, heute da zu sein und ich freue mich sehr über, wie die letzten Videos bei euch angekommen sind. Und zwar das Video 7 Designs, die ich niemals stricken werde. Das ist ganz gut bei euch angekommen. Und es gab ganz viele Kommentare und Diskussionen, das fand ich toll und sehr bereichernd. Und dann habe ich noch das Video gepostet, Knitting Design Vlog von dem Margarita Top. Das hat auch einige Klicks bekommen und es hat mich gefreut. Das habe ich veröffentlicht, als ich eben auch das Design, also die Anleitung dazu veröffentlicht habe. Und ja, das trage ich heute auch unter meinem Flower Rain Cardigan. Für diesen Cardigan findet ihr auch die Anleitung, die gibt es schon seit ein bisschen länger. Also seit 2 Monaten oder so. Das habe ich in Kooperation mit Mademoiselle Uruguay gestrickt, der Flower Rain Cardigan, sowie auch das Margarita Top. Und das Top ist hier, tada! Das habe ich euch schon mal gezeigt, aber ich hatte es noch nicht an, glaube ich. Und heute trage ich es. Ich habe aber heute noch ein Unterhemd oder ein Leibchen drunter an, weil es kalt ist in Berlin und ich frage mich wirklich, wo der Sommer geblieben ist. Es ist einfach kalt und nicht schön. Also ich verstehe nicht. Aber na gut, deswegen habe ich heute ein bisschen mehr Klamotten an, damit mir eben nicht kalt wird. Und ja, ich freue mich sehr. Dieses Jahr habe ich 3 Designs gemacht. Erstens das Mariposa Cardigan, das euch sehr gut gefallen hat. Dann diesen Flower Rain Cardigan und dann das Margarita Top. Ja, das waren auch die Design-Abenteuer für dieses Jahr. Ich habe schon Ideen für nächstes Jahr, genau 3 Ideen habe ich schon im Kopf und werde ich aber dann im Winter stricken und nicht jetzt. Aber mit den Designs ist es für dieses Jahr erstmal vorbei, weil das ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Durch meinen neuen Job, wo ich sehr viel Zeit verbringe, komme ich auch gar nicht so viel zum Stricken, aber das ist okay, weil ich habe auch ein bisschen mir Gedanken gemacht über diese Strickeritis. Das heißt, ich finde, mein Kleiderschrank platzt schon aus allen Nähten, weil ich stricke seit 20 Jahren. Ich habe einfach sehr viele Kleidungsstücke, die ich selber gestrickt habe. Ich finde die alle traumhaft schön. Manche trage ich mehr, manche weniger. Ich trage alle mal, früher oder später auf jeden Fall, mindestens einmal im Jahr. Ich habe auch vor kurzem mehrere gestrickte Kleidungsstücke im Second-Hand-Shop abgegeben. Das waren aber Teile, die ich nicht selber gestrickt hatte, sondern aus einem Wollgeschäft hatte. Die waren handgestrickt, aber nicht von mir. Deswegen, und ich habe die nicht getragen, also hat mir das jetzt auch nicht wehgetan, die abzugeben. Aber genau, deswegen, ja, finde ich, muss man gar nicht so in Massen und immer stricken und immer was neues, fertiges Projekt haben und 5 Projekte gleichzeitig und so. Muss nicht sein, aber vielleicht werde ich mir auch gleich widersprechen. Vielleicht werde ich denken, ich bin nicht so ganz kohärent, wenn ihr am Ende dieser Folge angekommen seid. Aber macht auch nichts. Denn Hauptsache man hat Spaß. Und ja, was wollte ich noch sagen zur Einleitung? Also meine Stimme ist noch nicht ganz warm vielleicht. Ich hoffe, ich klinge nicht so quietschig, weil es ist Samstag früh und gerade ist es wirklich so gut wie das einzige Zeitfenster, an dem ich Videos aufnehmen kann, weil es leise genug ist und weil ich zu Hause bin. Ja, es ist noch nicht 9 Uhr morgens oder so, also bin ich vielleicht noch ein bisschen verschlafen und hoffentlich klinge ich aber okay in euren Ohren. Ich möchte gleich loslegen mit den Projekten, die ich gerade stricke. Es sind gar nicht so viele, beziehungsweise ein Projekt ist fertig, ein Projekt ist fast fertig und das dritte entwickle ich gerade in meinem Kopf. Und im zweiten Teil des Videos habe ich noch ganz viel, was ich mit euch teilen möchte. Und da geht es auch viel um Ravelry und Projektplanung und Inspiration. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr da was mitnehmen könnt für euer Strickleben. Also bleibt dran. Und ja, als erstes zeige ich euch, was ich fertig gestrickt habe. Tada!
Also ich freue mich sehr über dieses T-Shirt. Im Endeffekt ist es ein T-Shirt. Das habe ich gestrickt mit dem Garn Casa Sol. Das ist made in Spain. 100% organische, gekämmte Baumwolle. Das Garn hatte ich mir auf dem Barcelona Knits Festival gekauft, letztes Jahr im November. Und ja, das T-Shirt ist fertig. Ich habe es noch gar nicht getragen. Ich habe es gewaschen und zum Trocknen so hingelegt. Auch nicht so aggressiv gespannt oder so, sondern einfach schön hingelegt. Es fühlt sich super weich an, es fühlt sich super schön an. Ich hatte es noch nicht an. Ich warte, um das zu fotografieren, Fotos davon zu machen, dass mein zweites Projekt fertig ist. Und dann werde ich beide Projekte Oberteile auf einmal shooten und dann Fotos teilen. Aber jetzt, genau, hatte ich es eben noch nicht an und habe auch noch keine Fotos. Aber ich finde es schön. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich hoffe, ich werde es viel tragen. Ich bin gespannt, wie ich es stylen werde. Ich bin mir sicher, das kann man gut als Layering-Teil auch verwenden, dass ich eben drunter noch im Winter zum Beispiel was Langärmeliges trage. Oder ich glaube, es ist ein vielseitiges Oberteil, weil es eben sehr simpel ist und auch in dieser Farbe sehr schön zu kombinieren. Ich bin ja die letzten Wochen ein bisschen in diese Sattelschulterkonstruktion eingetaucht. Das ist also Projekt Nummer 1 mit dieser Sattelschulterkonstruktion. Das ist eine Art, die Sattelschulter zu konstruieren. Wenn ihr genauer wissen wollt, wie diese Sattelschulter konstruiert ist, dann schaut euch gerne das letzte und vielleicht auch das vorletzte Video an. Da erkläre ich, wie es bei diesem Top gemacht wird. Es ist ganz simpel, wirklich einfach. Ich fand die Anleitung gut geschrieben. Das ist das Lakes Tee von Osetta. An 1-2 Stellen hätte ich es vielleicht von meiner Stricklogik oder von meinen Gewohnheiten anders gestrickt, aber ich habe mich wirklich an die Anleitung gehalten. Das italienische Abketten mit der Wollnadel hat ziemlich lange gedauert, aber am längsten hat es natürlich hier unten gedauert, an dem Bündchen. Aber es ist okay, also das Resultat ist es wert und ich freue mich drüber. Ja, das war das einzige fertige Projekt für heute und dann zeige ich euch noch 2 Projekte, die ich bereits, eins fast fertig und das andere habe ich gestern angefangen. Das ist also mein aktuelles Work in Progress, mein WIP. Da war ich letzte Folge hatte ich die Ärmel noch nicht und ich glaube, ich hatte das oben auch die Schulternähte noch nicht fertig. Ich habe die Schultern mit der 3-Nadel-Technik zusammengestrickt, also Vorderteil und Rückenteil und das Ganze auch in einem Stück gestrickt. Und es gefällt mir gut, das stricke ich mit der Ulysse von Derirum Natura. Ich bin, wie man sehen kann, fast fertig. Das wird wie so ein Pulli mit kurzen Ärmeln, weil das Garn ist schon flauschig und eher dicker. Ich bin mir aber sicher, dass dieses Garn sehr gut atmet und dass man das auch sehr gut im Sommer tragen kann. Vielleicht nicht bei 35 Grad, aber bei 20 oder 25 bestimmt schon. Ich finde es süß, gefällt mir gut. Ich habe das hier mit Intarsia gemacht, diese Schräge hier. Ich habe noch einiges übrig. Von diesem Wollweiß habe ich noch 2,5 Knäuel oder 2 Knäuel auf jeden Fall. Und dann noch also dieses Knäuel und noch ein ganzes Knäuel von diesem Aubergine. Es läuft also super weit, man braucht nicht so viel. Deswegen habe ich gerade keine Ahnung, was ich mit dem Rest machen werde. Und ja, im letzten Video hatte ich euch gefragt, wie ich das hier vorne bzw. hinten, weil das Teil ist reversibel, wie ich das hier zusammen machen soll. Denn es soll kein Jäckchen werden, sondern wirklich ein Pulli oder so ein T-Shirt. Und meine Idee war eben hier in der Mitte ein Bündchen zu stricken, um das zu schließen. Und dann vielleicht Knöpfe drauf zu machen, dass eben so ein Fake Cardigan ist. Also eben, ja, man kann es dann nicht aufmachen. Und die Idee fanden einige von euch gut. Das freut mich, wahrscheinlich werde ich das so machen, um auch hier ein bisschen weiter zu gewinnen. Es ist weit genug, aber ich finde, ich hätte es ein bisschen weiter stricken können. Ich hätte auf jeden Fall genug Garn dafür gehabt und diese 2-3 cm werde ich eben durch dieses Bündchen hier vorne gewinnen. Die andere Besonderheit daran sind die Set-In-Sleeves, also eingesetzte Ärmel. Das ist die einzige Übersetzung, die ich gefunden habe. Vielleicht habt ihr eine andere Übersetzung für Set-In-Sleeves. Set-In-Sleeves sind Ärmel, die eben von oben nach unten gestrickt werden, wo man am Armausschnitt herum Maschen aufnimmt und dann mit verkürzten Reihen diese Armkugel hier erhält und dann einfach in der Runde den Ärmel fertig stricken kann. Das ist eine einfache Methode, mit verkürzten Ärmel super schöne, angepasste, angeschmiegte Ärmel zu bekommen und eben nicht wie bei dem hier zum Beispiel,
wo das ein gerader Ärmel ist und man dann hier einfach mehr Stoff hat und es eignet sich ein bisschen mehr für so Oversize-Sachen und das wollte ich schon eher körperanliegend haben und nicht so viel Bewegungsspielraum haben, sondern eher eng anliegend sein. Da eignen sich Set-In-Sleeves eben sehr gut, wenn man eben nicht so eine Armkugel stricken möchte und dann den Ärmel annähen möchte, dann kann man sich das Annähen auch sparen, indem man eben Set-In-Sleeves strickt. Das ist super einfach zu machen und deswegen habe ich euch ein Tutorial-Video gemacht für über diese Set-In-Sleeves, das ich wahrscheinlich gleichzeitig posten werde wie mit diesem Video. Ja, der zweite Ärmel ist fast fertig. Hier seht ihr die Armkugel, hier habe ich noch nicht. Hier habe ich eine Runde komplett gestrickt, bis jetzt glaube ich, und man sieht im Moment nur die Armkugel. Also das kann man mit den verkürzten Reihen so erzielen und ab da dann in der Runde fertig stricken. Also es ist wirklich toll, eine super Technik. Wenn man die einmal verstanden hat, kann man sich das easy merken und immer machen. Und dann kann man sich Nähen sparen. Und es hat auch eine gute Struktur. Also, weil der Vorteil beim Nähen ist, dass man ein bisschen mehr Halt bekommt durch die Nähte, dass das Kleidungsstück ein bisschen besser sitzt und ein bisschen stabiler ist. Und das hat man hier auch. Ja, das ist gerade das größere Projekt, an dem ich noch sitze, was fast fertig ist. Ich glaube, in den nächsten Tagen werde ich das auf jeden Fall fertig haben. Und wenn das fertig ist, dann werde ich dann zusammen mit dem Lakes Tea von Osetta dann Fotos machen und dann könnt ihr auf Ravelry vorbeischauen und mir ganz viele Herzchen hinterlassen. Das freut mich immer. Ja, dann habe ich gestern Abend noch etwas angeschlagen, denn in dieser schönen Vitrine habe ich immer meinen Wollvorrat. Mein Wollvorrat ist nicht so groß, finde ich. Ich habe immer Garn für 1, 2, 3, 5, 6 Projekte vielleicht. Und jetzt gerade ist es sehr viel, eben weil ich letztes Jahr im November auf dem Barcelona Knits Festival war, habe ich mir einiges gekauft und deswegen habe ich gerade einen sehr großen Wollvorrat für meine Begriffe. Dadurch, dass ich in den letzten Wochen gar nicht so viel gestrickt habe, sondern mich eher mental mit Stricken auseinandergesetzt habe, habe ich in meiner Vitrine sehr viel rumgewühlt und eben noch Reste gefunden, die ich nicht mehr haben möchte, sondern verstricken möchte und deswegen habe ich einen kleinen Schal angeschlagen und den zeige ich euch jetzt. Voilà! Also es ist wirklich eine ganz kleine Sache aus Resten. Ich bin schon versucht zu sagen, dass es nichts Besonderes ist, aber das ist auch nicht fair, weil es ist immerhin handgemacht und jedes Teil, was also selber stricken, ist ein Unikat. Deswegen ist es schon was Besonderes. Aber es ist eben nur ein kleiner Schal aus Wollresten. Das ist das Mohair von Woven und das ist dieses Carmen Garn von Gusto Wool, mit dem ich einen Raglan-Pullover gestrickt hatte vorletzten Winter oder so. Genau, und das passt eben gut zusammen. Das habe ich auch vielleicht schon zusammen verstrickt, weil ich eben schon länger versuche, das loszuwerden. Und dann habe ich dieses Mohair schon in diesem einen anderen Intarsia-Pullover verstrickt und mit diesem bunten habe ich schon Socken zum Teil gestrickt. Ja, aber es ist immer noch da. Ich habe es immer noch nicht aufgebraucht und deswegen habe ich gedacht, ich schlage jetzt einen kleinen Schal an. Ich weiß gar nicht, ob das genug ist. Vielleicht reicht es gar nicht für einen Schal, sondern wird eher mehr so ein Loop, den man so einmal über den Kopf zieht und fertig. Aber auf jeden Fall ist das Garn liegt dann nicht mehr so in meinem Schrank rum, in der Vitrine rum, sondern ist dann verstrickt und kann man dann auch verwenden. Vielleicht werde ich es dann auch verschenken. Ja, man kann es auch beidseitig machen. Ich habe jetzt nur rechts und links gemacht und ein bisschen kraus. Ist ganz süß, kann man auf jeden Fall schön tragen und ja, die Garne sind ja eine sehr schöne Qualität. Das ist ein Null-Gehirn-Projekt, außer beim Mohair muss man schon hingucken. Beim Mohair kann man schon sehr leicht die Maschen verlieren. Und ja, das war es auch mit den Projekten. Und dann möchte ich auch auf mein eigentliches Thema für dieses Video jetzt eingehen und damit loslegen. Einmal tief einatmen, damit ich auch Luft in der Lunge habe, damit ich sprechen kann. Und jetzt habe ich eben mein Wollvorrat praktisch hier um mich herum gelegt. In den letzten Wochen habe ich weniger Zeit auf Instagram verbracht und stattdessen mehr Zeit auf Ravelry. Ravelry möchte ich euch wirklich sehr, sehr ans Herz legen, wenn ihr das noch nicht benutzt.
geht da auf jeden Fall hin. Es ist wie ein Ressourcenschatz. Auf jeden Fall mal auf Ravelry gehen. Wenn ihr auf Instagram seid, dann könnt ihr auch eigentlich lieber Ravelry haben. Auf Instagram habe ich hauptsächlich viel Stricken und Wolle-Content, was gut ist, weil mir das gefällt. Und dann kann ich einfach so scrollen und sehe ganz viele schöne Sachen und auch lasse mich auch inspirieren. Aber auf Instagram ist man eben so passiv und scrollt einfach und lässt sich so berieseln und vergisst dann auch gleich alles wieder, wenn man die App wieder geschlossen hat. Während man auf Ravelry viel mehr nützlichen Input hat. Das heißt, auf Ravelry kann man ein bisschen aktiver seine Suchen konfigurieren mit Filtern. Man hat auch sehr viele verschiedene Sachen, die man suchen kann. Entweder Anleitungen, Designs, Designer, Garne, Foren, Projekte von anderen. Also man kann sich sehr, sehr viel gezielt auch Inspiration und Informationen suchen, um seine Projekte und sein Stricken weiterzuentwickeln. Während man auf Instagram eben nur so super passiv ist und sich berieseln lässt und dann hat man alles vergessen. Man kann seine Kreativität anders anregen, ein bisschen systematischer, ein bisschen strukturierter und man findet auch einfach viel mehr nützliche Informationen und nicht nur so viele Werbetexte, sondern Informationen, wie bestimmte Kleidungsstücke, Designs gemacht wurden, welche Konstruktionen, mit welchem Garn, welche verschiedenen Kombinationen es gibt, wie haben andere Strickerinnen das Projekt gemacht. Also dieses Forum oder diese Website, das Ravelry, ist so nützlich, das möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Punkt. Ich glaube, ihr habt meine Idee verstanden, die ich rüberbringen wollte. Deswegen geht lieber auf Ravelry scrollen, auch wenn ihr einfach nur die Hot Right Now, also aktuellen Trends irgendwie durchscrollt. Oder ihr euch eine Designsuche konfiguriert mit den Filtern. Und dann könnt ihr auch scrollen, 500 Seiten, und euch Projekte und Designs angucken und auch euren Geschmack, eure Ideen, euren Style auch ein bisschen formen. Und das habe ich in letzter Zeit gemacht, ja, weil ich versucht habe, die Garne, die ich aktuell habe, zuzuordnen zu Projekten. Ich hatte euch nämlich erzählt, dass ich ein bisschen mehr nach Anleitung stricken möchte und ein bisschen weniger improvisieren möchte. Das halte ich ganz gut ein. Nicht komplett, aber das muss ich auch nicht. Ich habe Inspiration gesucht, einerseits für Projekte, die ich selber improvisieren möchte und auch Anleitungen gesucht für Projekte, die ich eben nach Anleitung stricken möchte und das hat ganz gut geklappt. Die Idee dahinter ist, dass ich die Garnpakete die ich habe, gerne nach und nach verstricken möchte und das meiste ist eben Garn, das ich auf dem Barcelona Knits Festival gekauft habe und bevor ich mir wieder Neues kaufe, möchte ich eben das verstricken. Ja, ich habe kurz meinen Laptop geholt, um hier zu spicken, deswegen gucke ich ja auch mal nach unten. Denn ich habe jetzt angefangen, dieses Garn hier zu verstricken. Das habe ich mir auf dem Barcelona Knits Festival gekauft. Ich habe mir 2 Stränge gekauft von diesem Felici Punto. Das ist Seide mit Leinen, 75% Seide mit 25% Leinen. Es ist super weich, es ist ein Luxusgarn, es ist wirklich sehr luxuriös. Traumhaft, traumhaft schön. Und einen Strang habe ich auch schon aufgewickelt und auch schon eine kleine Maschenprobe gestrickt. So sieht die Maschenprobe aus. Und ich finde diese Farben sehr, sehr schön. Das ist so schön gefärbt. Das ist wirklich ein kleines Kunstwerk. Das möchte ich jetzt als nächstes verstricken. Darauf habe ich total Lust. Das möchte ich improvisieren, das möchte ich nicht nach Anleitung verstricken. Aber ich habe eben nur diese 2 Stränge. Nur in Anführungsstrichen, weil dieses Garn sehr weit läuft. Das sind 400 Meter auf 100 Gramm. Also die 2 Stränge würden reichen, um mir ein T-Shirt zu machen, also ein Oberteil. Vielleicht nicht lange Ärmel, aber es würde auf jeden Fall reichen. Trotzdem finde ich, das alleine verstrickt, also wenn das komplette Kleidungsstück nur so wäre, also nur diese Farbe, nur dieses Garn, weiß ich nicht, ob mir das so gut gefallen würde. Deswegen habe ich dann nochmal auf die Website geschaut von Felici Punto, um zu schauen, mit welchem Garn könnte ich das dann noch kombinieren, damit es mir gefällt und um
diese Farben hier einen Kontrast zu finden, der aber ein bisschen das Ganze ruhiger macht und nicht so, also knallig ist es nicht, aber passiert schon sehr viel hier auf dieser Maschenprobe mit diesen Farben. Und ich wollte etwas, was das ein bisschen dämpft. Deswegen habe ich mir dann noch Mohair gekauft, also zwei Stränge, denn ich konnte mich da auch nicht entscheiden, welche Farbe, und auf dem Bildschirm kann man das ja auch nicht so gut erkennen, welche Farbe da am besten passt. Deswegen habe ich mir einfach 2 Stränge gekauft, um das mit diesem Garn zu kombinieren. Es ist noch nicht da, aber ich füge euch hier mal Fotos ein. Ich bin gespannt, wenn es da ist, werde ich es euch natürlich zeigen im nächsten Video. Und ich habe mich jetzt noch nicht genau entschieden, wie ich das verstricken werde. Ich brauche, glaube ich, erst das Mohair-Garn, wenn das dann angekommen ist und ich das dann ein bisschen Probe gestrickt habe mit diesem Garn zusammen. Dann werde ich mich auch besser entscheiden, was ich stricken möchte, wie ich es stricken möchte. Genau, aber ich habe dafür schon auf jeden Fall ein bisschen Inspiration mir auf Ravelry eben geholt. Und zwar habe mich inspiriert das Top Tapioca. Das ist ein sehr schönes Top-Down-T-Shirt, so sieht es aus. Und die Rundpasse ist wirklich sehr, sehr süß, sehr hübsch gemacht. Das ist also die erste Inspiration. Dann gab es noch ein anderes Top, was mir gefällt. Das heißt einfach nur Elegant Top and Shawl. Das finde ich auch sehr, sehr hübsch gemacht. Könnte auch gut passen. Oder könnte ich mir auch gut vorstellen, sowas Ähnliches zu machen. Und dann habe ich noch das Top gesehen, Wutteren Heizblaus, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall fand ich diesen Ausschnitt hier sehr schön, nämlich nur dieser Teil von dem Ausschnitt ist eben in Mohair gestrickt. Und dann gibt es noch die Daphne Blaus, die finde ich auch sehr schick. Ob ich in die Richtung gehe, keine Ahnung, aber fand ich auch hübsch. Und so habe ich mir eben mit Ravelry diese Designs favorisiert, also ein Herzen gemacht. Jetzt sind sie in meiner Favoritenliste. Und es hilft mir ein bisschen so als Moodboard, um dann zu überlegen, was möchte ich mit diesen 2 Garnen, die ich dann haben werde, oder 3 Garnen, die ich haben werde. Das hilft mir dann einfach als Inspiration, einfach ein bisschen zu projizieren, mir Gedanken zu machen, welche Muster möchte ich verwenden, möchte ich es nur glatt stricken, möchte ich einen Top, möchte ich eine Jacke, wahrscheinlich wird es schon etwas Größeres mit Ärmeln. Und das kann ich euch empfehlen, so Ravelry einfach zu nutzen. Genau, wenn ihr Inspiration sucht. Also entweder, wenn ihr was improvisieren wollt, aber auch, wenn ihr einfach nur eine Anleitung sucht. Ja, das war so Wollpaket Nummer 1. Das werde ich also als nächstes stricken. Ich hoffe, dass die Wolle auch bald kommt. Das ist Mohair-Garn, das kommt nämlich aus Spanien. Deswegen dauert das ein bisschen. Aber die Person, also die nette Dame, ich weiß nicht, wie sie heißt, hinter dem Wollshop Felicipunto, kommt aus Polen, aber hat auch eine Zeit in Deutschland gelebt und dann in Portugal und dann in Spanien. Ich habe vergessen, wie sie heißt, aber das stand auf jeden Fall alles auf ihrer Website. Sehr, sehr sympathisch, sehr liebe Frau. Ich habe mit ihr ein bisschen auf Instagram geschrieben. Wollpaket Nummer 2. Ich möchte mit diesem schönen Garn, das ich mir auch auf dem Barcelona Knits Festival gekauft hatte. Das ist von Veganits Naturally Hand-Dyed Fibers. Auch made in Spain, 50% Suri-Alpaka und 50% Merino. Auch traumhaft schön weich. Davon habe ich 4 Stränge, also 400 Gramm. Und ich bin ja immer noch in diesem Sattelschulter-Ding, dass ich gerne mehr Sattelschulter-Designs ausprobieren möchte. Und damit möchte ich das Design von Anita Bleier, den Regalia-Cardigan, stricken. Den hatte ich euch hier schon mal gezeigt. Ich war aber nicht so ganz überzeugt von diesem Rippenmuster oder versetzten Rippenmuster oder was es ist, an den Schultern und am Halsausschnitt und dachte, wenn ich das stricke, dann werde ich das da auf jeden Fall anpassen und da was anderes stricken. Wollpaket Nummer 3, das ist auch vom Barcelona Knits Festival, das ist El Robledal de la Santa. Das ist Mohair mit Baumwolle, mit Chubut, Wolle und Seide. Auch traumhaft schönes Garn. Diese 3 Farben hatte ich mir ausgesucht. Es ist aber gar nicht so einfach, ein Projekt zu finden, wo ich 3 Farben kombinieren kann. Es sind auch nur 3 Stränge, das heißt, es muss ja auch reichen, selbst wenn es ziemlich weit läuft. 400 Meter auf 100 Gramm. Sollte reichen für ein Cardigan. Aber trotzdem wollte ich hier kein Colorwork Jacquard stricken, weil es eben viel mehr Garn verbraucht.
Aber ich habe eben ein Design gefunden von Natascha Hornby, das Cardigan Marlin, und das ist mit Hebemaschen gemacht. Das ist auch eine Art Colorwork, aber bei einem Hebemaschenmuster hat man auf jeder Reihe immer nur eine Farbe, die man verwendet, und alle anderen Maschen, die man nicht in dieser Farbe strickt, die hebt man dann einfach ab und strickt sie dann in der Reihe oder in der übernächsten Reihe mit der anderen Farbe. Deswegen verbraucht man da ein bisschen weniger Garn, und dieses Design gefällt mir einfach super gut. Ich finde es schön, und es hat auch eine Sattelschulter. Also wir bleiben beim Sattelschulter-Thema. Allerdings ist dieses Design mit einem Aran-Garn gestrickt, also einem Garn, das mindestens doppelt so dick oder dreimal so dick ist wie das hier. Und das hier ist eben, hat eine Sockengarn-Stärke, also Fingering-Stärke. Also mal sehen. Es ist auf jeden Fall mein Wunsch. Ich habe weiter gescrollt und gesucht und Inspiration gesucht, aber nichts hat mich so überzeugt wie dieses Design. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich den Kopf zerbrechen, wie ich das am besten stricke mit diesem Garn, was jetzt nicht 100% dazu passt, aber mir einfach gefällt. Ja, wird schon irgendwie gut gehen. Das möchte ich dann auch ganz bald stricken. Ich freue mich da schon richtig, richtig doll drauf. Wollpaket Nummer 4. Dieses Garn, das hatte ich mir gekauft, als ich meinen Arbeitsvertrag unterschrieben habe, habe ich mir ein kleines Geschenk gemacht, und das war reduziert bei der Wollnerin, die jetzt nicht mehr in Berlin ist, sondern weggezogen ist. Aber das ist von BC Garn Silk Bloom Extra Fino, auch Seide mit Super Soft Merino. Ich habe ganz viel Seide, merke ich, aber warum nicht? Auf jeden Fall ein super weiches, super schönes Garn. Und ich möchte damit den Carlisle Pullover stricken von Maddie Mo. Es ist auch ein Sattelschulter-Design. Es ist super klassisch, sehr schön, sieht ein bisschen sportlich, ein bisschen elegant aus. Und ich würde es gerne damit stricken. Das Garn stimmt nicht so perfekt überein. Mal sehen, ob ich die Maschenprobe bekomme oder nicht. Ich habe auch nur 5 Knäuel. Es könnte ein bisschen knapp werden, vielleicht mache ich dann 3/4 Ärmel. Mal sehen, aber das ist auf jeden Fall das Design, das mir gefällt und das ich gerne mit diesem Garn stricken würde. Ich hoffe, das klappt. Vielleicht finde ich aber in der Zwischenzeit, bis ich hier angekommen bin, noch ein anderes Design, was mir besser gefällt und besser passt zu diesem Garn. Auf jeden Fall gefällt mir trotzdem dieses Design, und mal sehen, ist auf meiner Liste, ist in meiner Favoritenliste. Das sind die 5 Farben, die ich habe. Das ist Austermann Merino Cotton. Dieses Lila habe ich letztes Jahr zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen von einer Freundin. Da habe ich 3 Knäuel geschenkt bekommen. Ich war auch ganz schön überrascht, weil normalerweise bekomme ich keine Wolle geschenkt. Vielleicht mal Wollgutscheine, wenn mich jemand fragt, was möchtest du geschenkt haben oder von der Arbeit oder so, dann wünsche ich mir immer Wollgutscheine von einem bestimmten Shop oder so. Und hier hat sich tatsächlich eine Freundin von mir getraut, mir Wolle zu kaufen, was sehr ungewöhnlich ist, aber mich sehr gefreut hat. Und sie hat auch sehr gut ausgesucht, weil meistens ja, bekommt man etwas und dann ist man so, ja, das ist nett gemeint, aber weil wenn jemand nicht strickt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas geschenkt bekommt, was irgendwie gut ist und einem gefällt, dann nicht so hoch. Aber sie hat es wirklich, ich war erstaunt und habe mich sehr gefreut, ein sehr schönes Garn gekauft in ihrer Lieblingsfarbe, glaube ich, weil es ist nicht meine Lieblingsfarbe, aber eine schöne Farbe auf jeden Fall. Und in Kombination mit diesen anderen Farben kann ich da auf jeden Fall was Cooles machen. Hier möchte ich wieder etwas improvisieren. Als Inspiration habe ich mir 2 Bücher hier ausgesucht, und zwar erstens Mexico Bordado, also gesticktes Mexiko. In Mexiko gibt es eine immense Vielfalt an traditioneller Kleidung, traumhaft schön gewebte Kleidung, bestickte Kleidung und so weiter. Ich gehe jetzt nicht auf das Thema ein. So Kunsthandwerk gibt es ja oft nicht so viel verschriftlichte Dokumentation davon, weil es eben eine Kunstform, die man von Generation zu Generation weitergibt. Und in diesem Buch ist aber sehr viel Schönes festgehalten von den Stickereien in Mexiko. Und es gibt am Ende Muster, die jetzt, also es sind jetzt keine expliziten Strickmuster, aber so Motive. Und ich finde, die sind eine schöne Inspiration für mich. Und aus diesem Buch möchte ich eben ein bisschen was herausholen.
Mal sehen, ob das wirklich so klappt. Das sind alles einfach nur Ideen, die in meinem Kopf schwirren. Auch dieses Buch, Litovation, das habe ich euch vor kurzem gezeigt. Da sind eben ganz viele so Colorwork-Designs. Also dieses Buch möchte ich dann auch als Inspiration verwenden, denn es ist auch nicht so super viel Garn, aber vielleicht mache ich einfach etwas Ärmelloses, ein Top oder so. Und da wollte ich eben Motive in verschiedenen Farben reinstricken. Mal sehen, das ist die Idee, die ich habe, seitdem ich dieses Garn habe, und es ist fast schon wieder ein Jahr her, denn ich habe schon in ein paar Monaten wieder Geburtstag. Aber das ist die Idee auf jeden Fall, was ich mit diesem Garn machen möchte, Austermann Merino Cotton. Dieses Garn von Austermann könnt ihr bekommen beim Online-Shop Lieblingsgarn. Das ist ein Online-Shop mit Sitz in Berlin und ich war ein bisschen in Kontakt mit denen und deswegen haben die mir einen Link zur Verfügung gestellt, den ihr unten in meiner Infobox findet. Über diesen Link kommt ihr direkt zu dem Shop und könnt da dieses Garn, zum Beispiel Austermann Merino Cotton, euch zuschicken lassen oder auch ganz viele andere Garne von Lana Grossa, Schachenmeier oder Sandnes Garn, also sehr viele schöne Garnmarken. Das ist ein sehr hübscher Shop, findet ihr viele Sachen drin, viele schöne Garne, viele schöne Anleitungen und da könnt ihr unter anderem auch dieses Garn euch kaufen und euch auch inspirieren lassen, vielleicht etwas Ähnliches zu machen wie ich, also eine ähnliche Herangehensweise euch auszudenken und da so an euer Stricken ranzugehen. Ja, schaut auf jeden Fall mal bei Lieblingsgarn vorbei und klickt auf den Link in der Infobox. Und ich habe noch ein letztes Garnpaket, das ich euch gerne zeigen möchte. Das letzte Projekt, über das ich quatschen möchte mit euch heute. Das letzte Garnpaket ist in dieser Tüte und ich glaube, ich werde es nicht auspacken. Das ist, ja, ich habe schon genug Chaos hier. Auf jeden Fall ist das die Woven Felted Tweed. Mit diesem Garn würde ich gerne ein Colorwork Design von Marie Wallin stricken. Von Marie Wallin habe ich bereits ein, auf jeden Fall, Colorwork Pullover mit so einer schönen bunten Rundpasse gestrickt. Und da war einiges übrig von diesem Garn, also hatte ich mir dann noch ein bisschen was nachgekauft bei der Wollnerin. Und da möchte ich erst dabei im Herbst, Winter diese Jacke hier stricken, die ich euch hier einfüge. Das Foto, ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Und ja, aber ich habe mir ein bisschen vorgenommen, jedes Jahr so ein größeres Colorwork Design Pullover zu stricken von Marie Wallin oder ähnlich. Das macht mir immer super, super riesen Spaß. Die Woven Felted Tweed trage ich auch sehr, sehr gerne. Ist auch ein wunderschönes Garn. Strickt sich wunderschön und sieht super gut aus und eignet sich perfekt für diese Colorwork Rundpassen oder Colorwork Pullover, wo man mit mehreren Farben gleichzeitig strickt. Und dieses Garn findet ihr auch auf der Website von Lieblingsgarn. Da könnt ihr auch unten in der Infobox auf den Link klicken und dann kommt ihr direkt zu dem Shop und könnt euch da was Schönes aussuchen, wenn ihr auch so ein ähnliches Projekt gerne stricken wollt. Ich wollte euch eben einen Einblick geben, wie ihr Ravelry verwenden könnt, um eure Projekte zu planen, ein bisschen systematischer an euer Stricken ranzugehen und nicht einfach wild dann 7 Projekte gleichzeitig am Laufen habt und keine Ahnung, wie ihr da weiterkommen sollt, sondern wirklich eins nach dem anderen und auch ein bisschen bewusster zu stricken und nicht einfach nur in diese Konsumschiene zu fallen vielleicht, dass man so viel strickt auf einmal wie möglich. Klar habe ich euch jetzt sehr viel gezeigt. Ich habe noch Garn für, ich glaube, 2 Projekte. Also ich habe auch viel Garn, finde ich. Andere haben vielleicht noch einen viel größeren Vorrat. Für mich ist dieser Vorrat schon sehr ungewöhnlich groß aktuell. Ja, genau, ich hoffe, ich konnte diese Message oder diese Idee gut rüberbringen, dass ihr auf Ravelry wirklich als Instrument mehr benutzt, um euer Hobby ein bisschen zu strukturieren und dass ihr mehr aus eurem Hobby rausholt und auch ein bisschen mehr lernt, auch weil Ravelry ist einfach voll mit Informationen. Zum Beispiel, wenn man auch nicht unbedingt das Geld hat, um sich viele Bücher zu kaufen, viele Zeitschriften oder so ähnlich. Diese ganzen Informationen, die findet ihr kostenlos auf Ravelry und es gibt auch sehr viele kostenlose Anleitungen. Und wenn ihr euch dann tatsächlich entscheidet, ein Design, zum Beispiel eine Anleitung zu kaufen, dann habt ihr das wirklich sehr bewusst, diese Entscheidung getroffen und euer Garn sehr gut angepasst zu dem Projekt und euch wirklich Gedanken gemacht und ihr seid sicher, dieses Wollpaket wird jetzt zu diesem Kleidungsstück und es macht alles Sinn und am Ende werde ich es auch tragen. Und ja, es ist auch ein bisschen umweltfreundlicher vielleicht.
ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr habt zugeguckt bis hierhin. Wenn ihr bis hier zugeguckt habt, dann hinterlasst mir einen Kommentar. Hinterlasst mir den Kommentar #Revelry oder einfach nur Revelry in der Infobox. Und wenn ihr noch was Nettes dazu schreiben wollt, gerne. Aber wenn ihr bis hierhin zugeguckt habt, dann schreibt Revelry in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao!